Hallo, mein Name ist Joachim und heute möchte ich mit euch ein wenig töpfern. Ein guter Freund hat mich gefragt, ob ich ihm Flaschen aus Ton machen könnte. Und da meiner Meinung nach Flaschen zu töpfern eine kleine Herausforderung darstellt und ich sowieso auf Wunsch eines Zusehers etwas töpfern wollte, habe ich dies als hervorragenden Vorwand empfunden, um mit einem Töpfervideo zu starten. Zuallererst wird die benötigte Masse abgewogen und geknetet. Ich habe für die Flaschen jeweils 1 Kilo abgewogen und versuche damit ungefähr 500 Milliliter Gefäße zu schaffen. Das Kneten ist wichtig, um die Tonmasse zu homogenisieren und Lufteinschlüsse herauszubekommen. Wenn alle Tonbatzen vorbereitet sind, geht es ans Töpfern, wobei erstmal der Ton zentriert werden muss. Erst danach kann die Wand nach oben gezogen werden. Die Schwierigkeit bei Gefäßen, deren Öffnung nach oben hin einen kleineren Durchmesser als ihre Grundfläche aufweisen, liegt darin, dass man gegen die natürliche Richtung, in die sich der Ton bewegen will, arbeiten muss. Aufgrund der Zentrifugalkraft, die durch die rotierende Scheibe wirkt, möchte der Ton sich scheinbar nach außen, also vom Drehpunkt, wegbewegen. Weiters kommt hinzu, dass man die Wandstärke des Grundzylinders gut treffen muss, da man, sobald der Flaschenhals gedreht wurde, den Körper unterhalb nur mehr schwer ändern kann. Und das kann zu einigen Schwierigkeiten führen. Bei einer der Flaschen habe ich den Zylinder unterhalb des Flaschenhalses etwas zu dünn gedreht und ist dann ineinander gefallen. Ich habe daraufhin beschlossen, nur den Zylinder zu fertigen und den Flaschenhals und die Öffnung separat zu töpfern und dann später zusammenzufügen. So sehen die Stücke nach dem Drehen aus und am nächsten Tag können sie auch schon getrimmt werden. Den Zylinder zu trimmen ist ziemlich Standard. Man dreht das Gefäß auf den Kopf, zentriert das Ganze und fixiert es an der Töpferscheibe mit Ton. Anschließend benutzt man das entsprechende Werkzeug
und entfernt überschüssigen Ton und gibt dem ganzen Gefäß die finale Form. Für die Flaschen hingegen muss ich mir etwas anderes einfallen lassen, da mir die sonst immer umfallen würden. Zufälligerweise habe ich aber eine geschrühte Schale ohne Boden herumliegen sehen und die hat idealerweise perfekt gepasst, um die Flaschen kopfüber hineinzustecken. Steht also auch dem Trimmen der Flaschen nichts mehr im Weg. Für den Oberteil des Zylinders habe ich auch noch einen geschrühten Becher ohne Boden gefunden und somit kann auch dieser problemlos getrimmt werden. Nach dem Trimmen werden die beiden Teile noch zusammengefügt und etwas nachbearbeitet. Der Durchmesser des Oberteils war ein wenig zu klein, um diesen gut über den Zylinder stülpen zu können, und ich habe das Ganze dann leider etwas schief angebracht. Da ich weiß, womit die Flaschen später befüllt werden, habe ich noch als Deko eine Art Etikett dazu gemacht.
Und so sehen die fertigen Stücke aus. Diese müssen noch getrocknet, geschrüht, gasiert und nochmals gebrannt werden. Vielleicht kommt dazu in nächster Zeit noch ein Video, um die Stücke bis zu ihrer finalen Form begleiten zu können. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für Anregungen und Wünsche ist gerne in der Kommentarsektion Platz. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.